Okay, ich werde euch heute bei meinem Flug mitnehmen. Das war am 12. Juni. Wettermäßig hat es so ausgeschaut, dass den ganzen Tag eigentlich relativ starker Südwind angesagt war. Der Plan war von uns, dass wir einfach mal Richtung Grimming umfahren, wieder zurückkommen und dann mal Richtung Westen umschauen, wie weit das geht. Eben je nachdem, wie stark thermisch das dann wirklich wird. Richtung Zelmer See aus und zurück oder sowas ähnliches. Gestartet sind wir schon um 9:15 Uhr. Am Stoder ist schon gut zum Sorgen gegangen. Nicht wirklich thermisch, aber eben der Wind ist gut angestanden. Ein paar Runden gemacht und dann sind wir gleich vorgeflogen Richtung Kammspitz. Und da ist gleich auf der Südostseite recht gut gegangen, auch wieder rein dynamisch. Und ein paar Wanderer waren auch schon am Gipfel oben. Kurz zurückgewunken, ein bisschen Hächen gemacht und dann ist er wieder weitergegangen Richtung Grimming um. Ich bin am Grimming zum Glück hoch noch angekommen. Es war zwar schon relativ zart die ersten paar Meter, weil der Wind so ein bisschen südöstlich gekommen ist, zumindest zur tiefe Runden. Aber dann, ein paar Achter später, bin ich einfach den Grat entlang weitergeflogen, kurz unter dem Grat eigentlich, und habe im Grasflug wirklich gutes Steigen gehabt. Da sieht man es sehr recht schön, einfach geradeaus den Grat entlang. Und natürlich, je höher du raufkommst, desto besser geht es dann auch. Und es war eigentlich nur geradeaus im dynamischen Hangaufwind Richtung Grimming vor, war ziemlich cool. Immer so im Trimspeed, teilweise sogar leicht im Gas gestanden, aber das Steigen auf der Hägen wirklich super war. Da sind auch ein paar Games herumgelaufen, da sieht man kleine Herde, wenn man genau schaut. Das ist auch recht lustig, wenn man denen zuschauen kann. Gut, am Grimming, ersten Wendepunkt, weil weiter vorfliegen jetzt nichts gebracht, da wird es wieder flacher und der Wind weiter unten war doch relativ schwach. Thermisch war noch nichts, deswegen gleich wieder zurück. Beim Zurückfliegen das gleiche, einfach nur geradeaus entlang gesohrt. Ist auch wieder super gegangen. Und dann gleich wieder weiter zum Kammspitz. Da war wieder das erste Stück eigentlich nur geradeaus, nur aufgesohrt. Aber kurz am Gipfel bin ich da und doch links rausgeflogen zu diesem Vorberg, weil ich halt nicht ins Leer fliegen wollte und thermisch ist auch schon ein bisschen geworden. Das hat einfach besser ausgeschaut. Gut, und wieder zurück am Stoder. Da war es jetzt kurz nach 10. Da waren schon einige Leute hier oben. Es war ziemlich gut besucht an dem Tag. Da haben wir noch ein, zwei Runden gemacht. Startplatz drüber geflogen, mal geschaut, wer da ist. Und gleich danach ist wieder weitergegangen Richtung Westen rüber, Richtung Dachstein vor. Mittlerweile ist es auch schon ein bisschen thermisch geworden. Also man hat da schon schön auftragen können. Das war eigentlich so eine Mischung aus Sohren und Thermikfliegen. Die klassische Route am Dach schon vorbei. Und dann war eben die Entscheidung entweder Rötelstein oder Rostbrand. Ich habe dann für einen Rötelstein entschieden, weil der einfach früher geht, weil da einfach steilere Wände dort sind und der Wind war auch noch gut spürbar und bei den Felswänden da kann man viel besser aufsauen wie am flachen Rostband. Das war einfach die sicherere Variante.
Ich bin dann auch gleich nördlich vom Rostbrand geblieben, also sogar mal die Nordroute, wenn man so sagen kann. Einfach auf den ganzen flachen Hügeln da ist auch schon recht gut thermisch losgegangen. Die Basis war jetzt nicht mega hoch, aber hat auf jeden Fall ausgereicht. Genau, und da bei Altenmarkt habe ich auch schön Richtung Süden vorstechen können, sage ich mal so, weil der Wind doch eher mehr aus Ost gekommen ist in dem Bereich. Das heißt, ich habe keinen Gegenwind gehabt zum Richtung Süden fliegen. Jetzt bin ich wieder auf der klassischen Route Richtung Hochkönig. Und kurz vor St. Johann war schon der erste Segelflieger unterwegs. Da werden wir später noch mehrere treffen. War dann auch noch leichter Südost, eher mehr Ostwind, also super cool zum Umfliegen. Immer leicht angeschoben, dadurch immer kurz Gleiten gehabt. Und man ist eigentlich immer auf die Luftseiten vom Berg hingeflogen. Das war sehr, sehr praktisch. Den Hochkönig sehen wir da jetzt gerade nicht, den habe ich einfach rechts mal liegen lassen. Ich bin weiter auf der Kran geblieben, eben Richtung Zell am See. Und da kurz am See nochmal kurz auftrat, auch wieder mit einem Segelflieger. Da ist ja in Zell am See ein größerer Flugplatz, deswegen treffen wir die da in der Gegend immer wieder. Und da haben wir den schönen Zellersee mit Zell am See daneben. Ich bin jetzt gerade schon am Weg auf die Schmittenhöhe, die jetzt gerade direkt vor mir liegt. Da trifft man, wie gesagt, einen Haufen Segelflieger, aber auch normalerweise einige Paragleiter. Der ist ja doch ein recht bekannter und beliebter Startplatz zu oben. Da ist er gut thermisch gegangen und dann bin ich einfach mal den gerade entlang gedüst. Man sieht recht gut, Wolken sind eigentlich gar keine, also Wolkenstraßen, was da normalerweise steht, war an dem Tag keine. Ich bin einfach mal gerade entlang geflogen, dass ich immer so im leichten Steigen bin. Ist eigentlich recht gut gegangen, ohne dass ich viel Höhe verloren habe, bin ich erst da schön weitergekommen. Da bin ich dann schon ein bisschen tiefer gekommen, dann war ich wieder auf der Suche nach Thermik, war aber überraschenderweise relativ schwach, obwohl es gar nicht so aktiv war. Dann habe ich auf dem nächsten Hügel da drüben genau einen anderen Paragleiter gesehen, der ist schon hingemacht, bin natürlich gleich hingeflogen und bin dann in den gleichen Part eingestiegen. Da ist wieder super aufgegangen, ich habe wieder bis auf mehr oder weniger Basishöhe. Und dann habe ich mir gedacht, ich habe schon 4 Stunden auf dem Dach drauf, also 4 Stunden Flugzeit. Ich wollte heimkommen auch wieder an den Tag. Und dass es sicher ausgeht, weil eventuell noch Gegenwind dabei ist, habe ich mir gedacht, ich drehe um. Beim Zurückfliegen zurück auf die Schmittenhöhe, wieder relativ geradeaus geflogen, ohne viele Kurven. Und da habe ich dann schon gemerkt, dass der Tag dann doch noch eigentlich besser war, als es angesagt war. Sprich, der Wind ist weniger geworden und die Basis ist höher geworden und die Steigwerte sind auch ziemlich gut gewesen schon zum Mittag. Hätte schon ein bisschen weiter Richtung Westen fliegen können zuerst, aber passt so auch. Da haben wir einfach einen schönen Panoramaflug gegönnt. Da ist wieder zurück über den See drüber, zurück wo ich hergekommen bin. Im Prinzip relativ ähnliche Strecken zurück.
Der einzige Unterschied ist, was man gleich sehen wird, ich bin jetzt dann auch ein bisschen mehr in die höheren Berg geflogen, also wenn man jetzt in Flugrichtung schaut, weiter links. Einfach aus dem Grund, weil die Basis schon höher war, also hoch genug war, dass man dran fliegen kann, ohne dass man jetzt zickzack bei den ganzen Bergen rumfliegen muss. Ja, da sehen wir jetzt schon den Hochkönig. Die Basis war schon recht gut und es war immer noch ziemlich blauthermig, also rundherum waren ein paar Wolken, aber da wo ich gerade war es ziemlich blau. Da hat man jetzt eine ziemlich schöne Aussicht gehabt rundherum. Da ist der Alpenhauptkamm, die Tauern vor mir und links unten St. Johann, beziehungsweise dann Bischofshofen. Und jetzt noch links im Blick ist das Dennengebirge. Gut, dann vor mir wieder Altenmarkt und der Rossbrand, der Berg. Jetzt war es schon wesentlich später wie beim Herfliegen und auch weniger Wind. Das heißt, dann geht der Berg immer recht gut, sieht man recht schön. Gute Steigweite gehabt, gut Hechten gemacht und dann bin ich da entlang geflogen. War noch eine super geile Aussicht. Da in Richtung Süden runter und jetzt Richtung Norden rauf, großer Kamm und Dachstein. Und dann haben wir gedacht, es ist noch relativ früh, fliege noch Richtung Dachstamme zur Dachstein Südwand, einfach nur weil es richtig schön ist. Und wenn man da eben neben, ja, was sind 1000 Meter hohe Felswände auftragen kann, ist das schon was Geiles. So, da sieht man jetzt oben drüber Richtung Aussee um. Die sind 3200 Meter. So groß müsste das sein. Und dann geht es weiter Richtung, ja, zurück Richtung Osten, Richtung Stadt Zinken. Dann mit der Arme auftragen und dann eigentlich ziemlich gerade um. Da hat es recht gut getragen. Beziehungsweise war der Wind auch schon recht schwach. Da war es wirklich super gegangen zum Umbegleiten. Kurz am Stoder vorbei, noch zum Kammerspitz. Da wäre es sicher auch noch gut aufgegangen, aber ich bin dann rechts rausgeflogen in die Talmitte zum Höhe vernichten, dass ich auch langsam wieder runterkomme zum Landeplatz. Dann ein kurzer Blick auf Gröbming, Stoder und Kammspitz. Ist einmal schön. Und dann ist es schon wieder runtergegangen Richtung Landeplatz, zurück zum Auto.
Ja, cool. Danke, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es waren jetzt insgesamt 220 Kilometer und immer super Flügel zum Warmwerden für den nächsten Tag.